Dating, Produktivitätsvorteile durch Alleinsein. Unabhängigkeit, das zu tun, was sie wollen, wann sie wollen und so lange sie wollen. Manche Menschen sind sehr unabhängig. Sie lieben es, jeden Tag kontrollieren zu können, was sie tun. Sie planen gerne ihren Tag und sind nicht auf andere angewiesen. Sie müssen die Wünsche und Bedürfnisse anderer nicht berücksichtigen, wenn sie ihren Tag planen. Stattdessen können sie tun, was sie wollen, wann sie wollen. Es ist schön, den Raum zu haben, in dem sie ihren Tag mit den Aktivitäten planen können, die sie unternehmen möchten. Sei es Lernen, Arbeiten, Sport, Essen oder andere Aktivitäten. Die Möglichkeit, zu entscheiden, was sie mit ihrer Zeit machen, gibt ihnen die Freiheit, ihr Leben so zu genießen, wie sie es möchten. Wenn sie sich nicht darauf verlassen oder darüber nachdenken müssen, was andere tun möchten, können sie so viel Zeit wie sie möchten mit den Dingen verbringen, die sie verfolgen möchten. Wenn sie 12 Stunden am Tag zu Hause arbeiten möchten, können sie das tun. Niemand wird sie um Aufmerksamkeit betteln oder sie von der Arbeit abhalten müssen. Wenn Sie das ganze Wochenende über 6 Stunden am Tag im Park trainieren möchten, können Sie das tun. Ihre Zeit steht Ihnen offen, damit zu tun, was Sie wollen. Diese Freiheit, das zu tun, was Sie wollen, wann Sie wollen, kann die Produktivität steigern und dazu führen, dass jemand im sozialen Umfeld sehr unabhängig ist. Spontanität, Pläne zu ändern, ohne andere zu konsultieren. Ja, es kann schön sein, bei der Tagesplanung nicht andere zu Rate zu ziehen. Aber könnten Sie sich vorstellen, Ihren Tag unter Berücksichtigung der Wünsche und Bedürfnisse anderer zu planen? Dann müssen Sie Ihre Pläne aufgrund eines Problems ändern. Sie müssten dann mehr Zeit damit verbringen, alternative Pläne zu finden, die für alle funktionieren. Ich sage, das ist eine Fähigkeit. Es ist schwierig, Hindernisse zu beseitigen und einen hochproduktiven Tag unter Berücksichtigung der Bedürfnisse des Teams zu planen. Es erfordert Übung, Zeit und Energie. Wenn Sie hier hervorragende Leistungen erbringen, sind Sie eine wertvolle Bereicherung für das Team. Allerdings ist es definitiv einfacher, spontan zu sein und seine Pläne aufgrund neuer Hindernisse zu ändern, ohne dass zusätzliche Komplexitäten berücksichtigt werden müssen. Die Freiheit, Ihre Pläne spontan zu ändern, je nachdem, was Sie für schön halten. Die Freiheit, Ihre Pläne entsprechend Ihren Wünschen und Bedürfnissen zu ändern. Stattdessen ist es auch schön, auf den Wünschen und Bedürfnissen einer Gruppe zu basieren. Menschen genießen im Allgemeinen auch Spontaneität. Ein spontanes Leben macht oft Spaß. Auch Spontaneität kann Zeit sparen. Planung braucht Zeit. Je mehr Faktoren Sie berücksichtigen müssen, desto mehr Zeit wird die Planung in Anspruch nehmen. Außerdem werden die Maßnahmen oft mehr Zeit in Anspruch nehmen. Je komplexer der Plan ist und auf vielen Faktoren basiert, desto länger kann die Umsetzung des neuen Plans dauern.
Alles in allem macht die Fähigkeit zur Spontaneität Spaß. Kein Warten auf andere. Manchen Paaren fällt es schwer, pünktlich zu sein. Es kann viel Zeit damit verbracht werden, darauf zu warten, dass andere etwas tun. Zeitmanagement ist oft ein Spannungsfeld. Ich persönlich sage, wenn Sie Haare und Make-up haben, müssen Sie damit rechnen, dass Sie sich mehr Zeit nehmen, um sich fertig zu machen. Kinder machen sich auch langsamer fertig. Mein Tipp für den Erfolg ist, eine Abfahrtszeit zu planen und alle Zeitrahmen im Voraus bekannt zu geben. Auf diese Weise sind Sie alle auf dem gleichen Stand und können alle auf einmal verlassen. Eine andere Sichtweise: An Ihrem Arbeitstag kommen die Mitarbeiter oft früher zu Besprechungen und die anderen zu spät. Wenn andere zu spät kommen, wird oft die Zeit anderer verschwendet. Je größer das Team, desto mehr Zeit wird manchmal damit verschwendet, auf die Ankunft anderer zu warten. Wenn Sie allein sind, haben Sie die Möglichkeit, sich vorzubereiten, da zu sein, wo Sie sein müssen, und nicht auf andere warten zu müssen. Sie verschwenden keine Zeit damit, auf andere zu warten. Als Reaktion darauf können Sie Ihre Produktivität steigern. Es sei denn natürlich, Sie sind ein bewundernswerter Mensch, der beschäftigt bleibt, etwas zu tun findet und sich nie langweilt, wenn er auf andere wartet. Kontrollieren Sie, wie lange es dauert, bis Sie zum Ausgehen oder Essen bereit sind. Wenn Sie mit anderen zusammenleben, sind Sie möglicherweise gezwungen, das Haus zu verlassen, während Sie normalerweise zu Hause bleiben und aus der Ferne arbeiten würden. Möglicherweise sind Sie gezwungen, das Haus schneller oder langsamer zu verlassen, als Sie möchten, um Sport zu treiben oder formelle Veranstaltungen zu absolvieren. Alles, was passiert, basiert auf den Bedürfnissen anderer, nicht nur auf Ihren Bedürfnissen. Wenn andere langsam essen, nehmen auch Sie sich mehr Zeit zum Essen. Die Möglichkeit, auszuwählen und zu kontrollieren, wie lange es dauert, sich fertig zu machen und Orte aufzusuchen, kann Ihnen unzählige Zeit sparen. Sie können wählen, ob Sie bei Sportveranstaltungen schnell oder bei formellen Veranstaltungen langsamer aus der Tür gehen möchten. Sie können sich dafür entscheiden, das Haus aufgrund der Fernarbeit überhaupt nicht zu verlassen. Weniger Ablenkungen für unzählige Arbeitsstunden oder Aktivitäten. Die Fähigkeit, unzählige Arbeitsstunden zu erledigen, wurde unterbrochen. Weniger Ablenkungen können Ihnen bei der Erledigung Ihrer Aufgaben helfen. Manchmal brauchen wir alle einen ruhigen Ort zum Arbeiten. Das einzige Problem dabei ist, dass es sich ausredet, dass der Grund dafür, dass Sie Ihre Aufgabe nicht erfüllen können, jemand anderes ist. Wichtig ist, dass die erfolgreichsten Menschen im Leben Verantwortung übernehmen, die Situation selbst in die Hand nehmen, einen ruhigen Ort finden und gegebenenfalls zusätzliche Zeit investieren. Manchmal dauern Dinge aufgrund ihrer Komplexität einfach lange. Ich vermeide es, anderen die Schuld für die Unfähigkeit zu geben, etwas zu tun.
Dennoch können Sie konzentriert bleiben und Ihre Arbeit effizienter erledigen, indem Sie bestimmte Dinge üben, wie zum Beispiel einen ruhigen Schreibtisch zum Arbeiten finden, die Tür schließen, Ihr Telefon stumm schalten und ein Bitte nicht stören Schild anbringen. Ihre Fähigkeit, tiefe Gedanken zu bewahren, kann Ihnen bei der Erledigung Ihrer Arbeit helfen. Erledigen Sie beispielsweise Dinge in kürzerer Zeit und konzentrieren Sie sich. Ununterbrochenes Arbeiten kann für jeden eine tolle Sache sein. Ich sage, seien Sie produktiver, wenn Sie sich nicht von kleinen Dingen ablenken lassen. Ich finde, es ist eine Wahl. Werden Sie gut im Multitasking. Werden Sie gut und leisten Sie auch unter Druck. Werden Sie produktiver, wenn es Ablenkungen gibt. Größere Kontrolle über Ihre Umgebung und Ausgabe. Wenn Sie allein sind, haben Sie mehr Kontrolle über Ihre Umgebung und die Ergebnisse, die Sie erzielen. Sie können beispielsweise die Temperatur, die Beleuchtung, den Geräuschpegel und die Menge der Ablenkungen individuell anpassen, um eine Arbeitsumgebung zu schaffen, die Ihrer Produktivität am besten zuträglich ist. Das bedeutet, dass Sie nicht darüber nachdenken müssen, was andere wollen und bevorzugen. Sie können Einstellungen auswählen und Dinge so festlegen, wie es für Sie am besten ist. Diese Möglichkeit, Dinge nach Ihren Wünschen einzustellen, kann zu verbesserten Ergebnissen führen. Mehr Raum für Kreativität. Alleinsein kann zu größerer Kreativität führen, da es Raum bietet, sich ohne den Einfluss anderer auf seine Gedanken und Ideen zu konzentrieren. Diese Zeit allein hilft Ihnen, neue Ideen zu entwickeln und kreative Dinge wie Fotografieren, Malen, Marketing, Zeichnen, Schreiben und andere Dinge zu tun. Mehr Zeit zum Nachdenken. Allein zu leben kann Ihnen helfen, mehr Raum zum Nachdenken über Ihre Arbeit, soziale Interaktionen, Ziele, Ihren Zeitplan und Ihre Fortschritte zu haben. Zeit zum Nachdenken ist wichtig im Leben. Es hilft Ihnen, Ihre Produktivität zu steigern und aus Fehlern zu lernen. Sie sind am ehesten in der Lage, sich zu verbessern, Checklisten zu erstellen, um Fehler zu vermeiden, und Pläne zur Erreichung Ihrer Ziele zu entwickeln, wenn Sie Zeit und Raum zum Nachdenken haben. Endlich! Auch wenn Alleinsein nett oder hilfreich sein kann, ist es wichtig, ein Gleichgewicht zu finden und die Vorteile eines Unterstützungssystems zu schätzen. Das Leben im Kreise anderer kann sehr angenehm sein und Vorteile bieten, die man alleine nicht haben kann. Soziale Interaktionen können Ihnen helfen, motiviert zu bleiben, mehr Aktivitäten zu genießen, neue Dinge zu entdecken und Einblicke in andere Perspektiven zu gewinnen, die Ihnen insgesamt dabei helfen können, ein glücklicheres und erfolgreicheres Leben zu führen. Es gibt definitiv Vor- und Nachteile aller Lebensstile. Hier möchte ich zeigen, dass es immer eine positive Sichtweise gibt. Wenn Sie alleine sind, wissen Sie, dass dieser Lebensstil großartig sein kann. Wenn Sie eine Familie oder eine wichtige Person haben,
kann auch dieses Leben wunderbar sein. Genießen Sie, was Sie haben, und gestalten Sie das Leben, von dem Sie träumen. Stellen Sie sicher, dass Sie die Vorteile Ihrer Situation erkennen und maximieren. Steigern Sie Ihre Produktivität und Ihr Glück durch sorgfältiges Handeln. Lebe heute dein bestes Leben. Finden Sie Glück in dem, was Sie haben.